Das größte Problem bei der Suche nach passenden Bauprojekten ist häufig einfach auch die Vielzahl der Bauprojekte. Und man kann nicht überall in die Tiefe gehen, um zu schauen, habe ich dort einen Zugang? Lohnt das? Habe ich Lösungen für die Probleme? Welche Probleme sind überhaupt die auf dem Bauprojekt? Ich muss irgendwo priorisieren. Building Radar ist eine Hilfe für die Priorisierung. Dort, wo ich einen besseren Zugang habe, wo ich schneller Kontakte finde auf eine größere Bausumme, zu einem besseren Zeitpunkt der Projektausgestaltung, habe ich größere Gewinnchancen und danach kann ich die Vertriebsaktivitäten steuern. Mein Name ist Jan Remmert. Ich bin Commercial Excellence Director bei Saint-Gobain Schweiz. In dieser Funktion optimiere ich die Verkaufsaktivitäten übergreifend über die einzelnen Marken, die zu Saint-Gobain gehören. Vor Building Radar war es so, dass die Vertriebsmitarbeiter Informationen zu den Bauprojekten im früheren Stadium auch schon hatten. Aber das war ja meistens, dass sie diese für sich erarbeitet haben und irgendwo abgespeichert, abgelegt hatten. Aber sie waren nicht strukturiert im CRM-System verfügbar. Und beim Building Radar kannst du immer wieder zurückgehen, das Objekt wieder öffnen, wieder hineinschauen, weil irgendwo hast du etwas gehört oder weißt du etwas. Du kannst wieder die Fragen stellen und das KI von dem Projekt oder vom Building Radar sucht dann wieder weitere Informationen, was dann wieder zu mehr Informationen führt. Oder? Und ist halt leider so, Information ist Macht. Mit Building Radar können wir frühzeitig einsteigen in ein Projekt, das vielleicht noch auf der grünen Wiese ist, noch nicht fertig geplant. Und wir haben da schon einige Projekte gemacht, das sind 60, 70 oder noch mehr Projekte, die wir jetzt in der Pipeline haben. Die sind zum Teil erst für 2028, der Baubeginn. Wir haben festgestellt, dass wir auch schon in der ersten Woche, ersten Monat schon Projekte entwickeln konnten oder sichtbar gemacht haben durch Building Radar, was wir schon angehen konnten. Also wir haben sehr schnell auch die Kontakte aufbauen können. Also es war, man kann fast sagen, vom ersten Tag an von der Nutzung konnten wir profitieren und Kontakte aufbauen. Das kann sich jeder selber ausrechnen, dass wenn der Pool der Projekte, aus dem wir shoppen können, vielleicht nur 10% größer wird und die Erfolgswahrscheinlichkeit, etwas zu verkaufen in diesen Projekten von etwa 20 bis 30% ansteigt auf bis zu 80%, welchen wirtschaftlichen Vorteil das hat. Wenn wir Building Radar nicht hätten, dann hätten wir immer noch keine strukturierte Erhebung von Informationen zu Bauprojekten in sehr frühen Phasen. Und somit würden die Informationen auch nicht im CRM-System für alle Stakeholder zur Verfügung stehen.